Okay, we are now at the chapter 8. Ja, wir kommen zum Kapitel 8. I think. Ich glaube es, wenigstens. Okay, let me just kind of wrap my thoughts up again. Hold on just one second here. Okay, chapter 8, verse 1. Kapitel 8, Vers 1. We are now starting the next series of judgments, and these are called the Seven Trumpets. Ja, wir kommen jetzt zur zweiten Reihe von 7 Gerichten. Es handelt sich um die 7 Posaunen. And verse 1 says, "And when he broke the seventh seal, there was silence in heaven for about a half hour." Und als es das 7. Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel bei einer halben Stunde. Why the silence? Warum das Schweigen? A lot of jokes and stuff about the silence in heaven. Probably. Wahrscheinlich the trauma of having seen what already happened. Ja, das Trauma, das das bisher Gesehene ausgelöst hat. That the 24 elders, dass die 24 Ältesten, the angels, die Engel, all the created beings in heaven, alles Erschaffene im Himmel, are holding their breath. Dass sie den Atem anhalten. They're so devastated by what they saw already. Sie sind dermaßen überwältigt, zerschlagen von dem, was sie gesehen haben. They're thinking in themselves, are you kidding? More judgments? Es kann dir doch wohl nicht ernst sein. Noch mehr Gerichte? It's sort of like when those 2 planes hit the Twin Towers. I remember very well. Ich kann mich sehr gut erinnern, als diese beiden Flugzeuge in die Zwillingstürme rasten. I mean, my wife and I were just glued to the TV, ja, and it's like there was nothing to say. Ja, wir klebten am Bildschirm. Stunned. Ja, wir waren einfach total wie gelähmt. So verse 2, and I saw the 7 angels who stand before God, and 7 trumpets were given to them. Und ich sah die 7 Engel, welche vor Gott stehen, und es wurden ihnen 7 Posaunen gegeben. Why trumpets? You remember Jericho? They blew the trumpets, they went around the city, and boom, it came down. Ja, warum Posaunen? Wir denken an Jericho, 7 Tage ergingen diese Posaunenstöße, und dann wurde die Stadt gerichtet, stürzte ein. They announced, devastation and judgment. Ja, die Posaunen kündigen an Gericht, Zerstörung. So another angel, verse 3, came and stood at the altar holding the golden censer, and much incense was given to him, and he might add to the prayers of all the saints upon the golden altars which were before the throne. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er Kraft gebe den Gebeten aller Heiligen auf dem goldenen Altar, der vor dem Thron ist. Interesting that the prayers of the saints are placed before the altar and the throne. Ja, das ist doch bemerkenswert, dass da die Gebete der Heiligen vor dem Altar, vor dem Thron dargebracht werden. Again, prayers matter. Gebete zählen wirklich. And verse 5. Vers 5. And the angel took the censer, and he filled it with fire and altar, and threw it to the earth. And there followed peals of thunder and sounds and flashes and lightning and an earthquake. Und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es vom Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. So there's 7 trumpets, which means that each trumpet is another plague. So here we go on the 7 trumpet plagues. Ja, 7 Posaunen, mit jeder Posaune eine andere Plage. Okay, number 1, verse 7, hail, fire and blood. Ja, die erste Posaune, Vers 7, der erste posaunte, und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt. Did you read the verse, or do you want to read the verse? I read half of it. Okay, you want to read the whole thing? As far as you read. Yeah, okay, that's good. Okay, I continue. Mit Blut vermischt, und es wurde auf die Erde geworfen, und der 3. Teil der Erde verbrannte, und der 3. Teil der Bäume verbrannte, und alles grüne Gras verbrannte. Okay, you just got to stop at this verse and think about this again. Ja, man muss wieder innehalten und darüber nachdenken, was da steht. Okay, hail, fire and blood. Hagel, Feuer und Blut. I mean, coming down from the sky. Aus dem Himmel.
I've seen hail. Ich habe Hagel gesehen, We've seen, lightning, ja, Blitze, but I've never seen blood. aber Blut habe ich nie gesehen aus dem Himmel fallen. And I don't think it's just like, oh, a lightning. I don't think so. Ja, es ist mir nicht so, oh, einfach ein Heer, oh, weil ich ein Blitz. It's like hail and fire and blood to the point of Es ist zusammengenommen Hagel, Feuer, Blut bis hin zu, a third of the earth was burned up. ja, bis ein Drittel der Erde verbrannte. And a third of the trees and a third of the grass. Und ein Drittel der Bäume und ein Drittel des Grases. This should make, the whole debate on ecology sort of like, we should have, just think about this a little bit here. Ja, wenn man jetzt da über Umweltschutz nachdenkt, sollte man einmal über diesen Vers nachdenken. I mean, that is like a whole lot of destruction, just 1/3 of the world. Just imagine the planet, just take 1/3 and make it black. Ja, das ist wirklich Verwüstung, ein Drittel des Planeten schwarz. But I doubt that it's one evenly cut third part. It would probably just be third everywhere, you know? Es wird nicht nur einfach so ein Ausschnitt, ein Drittel herausgeschnitten sein, sondern verteilt über den ganzen Erdball. So that's going to be like really bad. Das wird wirklich schlimm sein. So what's the result? Again, just 1/3 of the world pretty much destroyed. Ja, das Ergebnis der ersten Posaune, ein Drittel der Welt verwüstet. So in chapter 9, verse 4, there might be a little bit of a problem because it says that they were told that they should not hurt the grass of the earth or any green thing. So there's grass here, but 1/3 of the grass already been burned. In Kapitel 7, im Vers 2, dort steht, dass diese Engel das Gras nicht beschädigen sollten. Because actually, maybe I'm Aber wrong here. hier It says, ist wird ein Drittel zerstört. but look, because it says a third of the trees were burned up. I misread this. The third of the trees were burned Ein up. Drittel der Bäume, ich habe das falsch gelesen, ein Drittel der Bäume But wurde verbrannt. all the green grass was burned up. Aber alles, das gesamte Gras wurde verbrannt. So all the grass of the world is burned up here. In der ganzen Welt alles Gras verbrannt. So how do we have grass in 9:4? Und wie kann dann Gras in Kapitel 9, in Kapitel 9, Vers 4 wieder vorkommen? Either the grass grew back, Entweder ist das Gras wieder nachgewachsen, or a lot of the world's grass is not green all year round. oder ein Großteil vom Gras auf der Erde ist nicht das ganze Jahr grün. Anyway, we don't really know, but anyway, that's the way it looks. Ja, wir wissen nicht genau, wie es sein wird, aber so sieht es aus. So because of all these trees being burned up, it kind of made me think about trees. Ja, Bäume, man bedenkt einmal, wenn alle diese Bäume ein Drittel verbrennt, Do you know how many trees there are in the world? weiß jemand, wie viele Bäume es auf der Erde gibt? They estimate that there are 422 trees per person in the world. Ja, man schätzt also, how many? 400? 422 trees. 422 Bäume pro Person So sind auf der ganzen Erde. between you and me, we are worth 844 trees. Ja, also wir beiden zusammen 844 Bäume, nicht schlecht. I'm feeling pretty ecological right now. Ja, Oh, ganz very good. ökologisch. Ja, Für mich ja, ja, ganz ja, ja. ökologisch. Now, it means that if 2 billion, basically a lot of trees have burned. Einfach viele Bäume verbrennen. But think of the impact of Ja. all those trees being burned on birds and insects. Ja, man denkt an die Auswirkungen, die das hat auf Vögel und auf Insekten. And imagine how many of those trees are fruit trees. Ja, und man bedenke, wie viele dieser Bäume Frucht tragen. So it's not just like, oh, too bad, trees have burned up. No, this is going to be a devastating plague. Also es ist nicht einfach so, ja, da verbrennen Bäume, schade, sondern das wird wirklich Verwüstung, Zerstörung sein. Second trumpet, Zweite Posaune, verses 8 and 9, devastation of the sea. Do you want to read them? Verse 8 und 9, Verwüstung des Meeres. Und der zweite Engel posaunte, und wie ein großer mit Feuer brennender Berg wurde ins Meer geworfen, und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut,
Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe, welche im Meer waren, die Leben hatten. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Oh man, it's like, these are incredible verses, man. Ja, das sind wieder unglaubliche Aussagen. So the first thing we find out is now suddenly something like a great mountain burning with fire is thrown into the sea. Ja, da wird also ein Berg wie ein Berg von Feuer, der brennt mit Feuer ins Meer geworfen. Now it's not a mountain, it's like a mountain. Es ist nicht ein Berg, es ist wie ein Berg. It's probably a huge meteorite. Wahrscheinlich ein riesiger Meteorit. And it looks like a mountain. Sieht aus wie ein Berg. Now this is possible because I was looking some time ago. There's a space vessel called New Horizons. It's like a probe. Ja, es gibt also so eine Raumkapsel und die heißt New Horizon, neuer Horizont. And it flew. Oh, this is true. Okay, it's Das 2019. 2019. And it flew past Ultima Thule, which is a celestial object, like a meteorite flying out up there somewhere. Ja, also diese Kapsel flog über Ultima Thule And you know, hinaus. Und what is that, Ultima Thule? It's called Ultima Thule, which is like a meteorite floating in space. Ja, das ist also eine Ansammlung von Meteoriten, die da im Raum schweben. And so this probe flew by it and took pictures. Ja, ist also da entlang geflogen oder daran vorbeigeflogen, hat Bilder gemacht. And so do you know what Ultima Thule looks like? Wisst ihr, wie Ultima Thule aussieht? This is the way they described it. Das hat man so beschrieben. A bowling pin. A bowling pin. You know when you go bowling? Sieht aus wie ein Kegel beim Kegel. It's like it goes like that, boom, boom, boom. Okay, that's a bowling. You know? Ein Kegel. So they said the meteorite looks like a big bowling pin. Sieht das aus wie ein Kegel. Kegel auf der Kegelbahn. I tell myself, if there's a meteorite in space that looks like a big bowling pin. Ja, also wenn es also einen Meteoriten gibt, der aussieht wie ein Kegel. There's probably another meteorite that looks like a big mountain. Ja, dann ist anzunehmen, dass es auch einen Meteoriten gibt, der aussieht wie ein gewaltiger, gigantischer Ball. So just imagine a meteorite that looks like a mountain blasting into the Atlantic Ocean or the Pacific Sea. Ja, und man stelle sich das vor, ein gigantischer Meteorit stürzt ins Meer. Now, not only we think of tsunamis, of course. Ja, wir denken da nicht nur an Tsunamis. But on top of all that, look what it says. Sondern was noch dazu kommt, was steht denn da? A third of the sea became blood. Ein Drittel des Wassers der Meere wurde Blut. It says it became blood. It's actually blood, apparently. Es steht, ein Drittel wurde Blut. Wirkliches Blut offensichtlich. And therefore, which makes sense, a third of the creatures which were in the sea and had life died. So 1/3 of all fish die. Ja, und wenn alles Blut wird, dann ist auch nicht anders zu erwarten, als der dritte Teil der Geschöpfe im Meer starben. Das heißt, ein Drittel aller Fische. Tot auf einen Schlag. Just looking at the blood water is one thing. Nur schon das Blut, das Wasser, das Blut geworden ist, sehen, ist eines. A lot of dead fish floating really stinks. Ja, und diese Menge von Fischen, ein furchtbarer Gestank. And then 1/3 of the ships were destroyed. I'm laughing because it's like these incredible details, you know? Ja. 1/3 of all the ships of the world are destroyed. Und ein Drittel aller Schiffe, also diese Einzelheiten, die da stehen, werden zerstört. So I looked up ships. Dann habe ich Schiffe einmal nachgeschlagen. Do you want to know how many ships exist in the world today? Wisst ihr, wie viele Schiffe es heute auf der Welt gibt? According to my statistics, there are 52,183 ships. 65.183 Schiffe gibt es. These are large ships, not little boats. Ja, large ships. Ja, so große Schiffe, nicht so kleine Bötlein. 52,000. 52.000 große. So if this happened today, 1/3 of 52,000 is ein Drittel von 52.000. About 17,400 ships gone. 17.400 Schiffe mit einem Schlag weg. Now, that's not counting motorboats, smaller boats. Ja, damit hat man nicht mal Motorboote gezählt. There are about 238,000 of those. Es gibt 283.000 Motorboote. At least in 2015, according to my statistics. Das war 2015 nach den Statistiken, die ich habe. So if you put all of those together, wenn man all das zusammennimmt,
Probably more than 80,000 ships and boats are destroyed. Mehr als 80.000 Schiffe und Boote werden zerstört. That's a pretty devastating situation there. And that represents a lot of people too that are Das kann dying. man wirklich Verwüstung nennen und da sind auch viele Menschen betroffen. By the way, how many fish do you think exist in the world? Wie viele Fische, denkt ihr, gibt es in der Welt? About 400 fish per person. Etwa 400 Fische pro Person. So between you and me, there's 800 fish. Also wir haben zusammen unter uns 800 Fische. I'm feeling pretty ecological again. Ja. Ich fühle mich ganz ökologisch. Yeah, but only about 1/3 of the world depends on 20%. I'm sorry, wait. 1/3 of the world depends on them for 20% of their nutrition needs. Ja, also 1/3 of the world. Yeah, so 1/3 of the world needs fish for 20% of their food. Ein Drittel der Menschheit benötigt Fisch, um 20% des täglichen Lebensmittelsbedarfs abzudecken. So you can just imagine if that many fish die, Wenn the so viele problem of food in the world. Ja, wenn so viele Fische sterben, das gibt große Versorgungsprobleme. Now, by the way, this is interesting. Und Folgendes ist hochinteressant. Inside the ocean, there's algae. Ja. Yeah. In den Ozeanen gibt es Algen. And it is, I don't know if you knew this is new on me because there are a lot of things I don't know in life. Ja, vielleicht wisst ihr das alle schon. Für mich war es neu. 70 to 80% of the oxygen we breathe come from algae in the ocean. Ja, 70 bis 80% des Sauerstoffs, den wir atmen, kommt von den Algen aus den Ozeanen. Well, if 1/3 of the water is blood, what does that mean for the oxygenization of the world? Ja, und wenn ein Drittel der Meere stirbt, was bedeutet das für die Sauerstoffproduktion dieser Welt, in der wir leben? The only positive thing here is so far that the drinking water has been spared. Ja, das einzige noch Positive ist bis jetzt, dass das Trinkwasser noch nicht angetastet worden ist. Number 3, Drittens, a fallen star. Verse 10 and 11. You want to read? Verse 10 und 11. Und der dritte Engel posaunte, und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel, und er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut, und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht worden waren. Wow. So now there's this star, okay, burning like a torch, falls on 1/3 of the rivers and the springs of water. Ja, da ist also ein Stern, brennt wie eine Fackel und fällt auf den dritten Teil der Ströme und Wasserquellen. I don't know if you know how many major rivers there are in the world. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie viele größere Flüsse es auf der Erde gibt. I'm sure you knew there are 165. Ja, ich habe es natürlich gewusst, 165. Including the Amazon with its 6,400 kilometers in length. Ja, da gehört der Amazon dazu mit über 6.000 Kilometern Länge. The Rio del Plata is 241 kilometers. Ja, der Rio de la Plata, 240. Yeah, 241 kilometers. 400 long, yeah. Ja. So just imagine if 1/3 of all those rivers Wenn ein Drittel all dieser Ströme became unusable for water. Unbrauchbar wird für Trinkwasser. I mean, Geneva's on Lake Geneva or Lac Léman. Ja, Genf liegt am Lac Léman, am Genfersee. Which is actually the Rhone River that widens at Lake Geneva, then goes down to Marseille in France. Ja, das ist der Fluss, die Rhone, breitet sich da aus, und nachher fließt die Rhone jenseits von Genf weiter bis hinunter nach Marseille. When I live in my house and I can see Geneva and the beautiful lake. Ja, da wo ich wohne, da sehe ich Genf am schönen See. And then I hear of droughts around the world, like in California and places. Ja, und dann hört man von Stellen wie Kalifornien und anderen Orten, wo Wasserknappheit ist. I have sometimes caught myself going, we're okay here. We have Lake Geneva. Ja, und dann habe ich immer wieder so gedacht, mich selber dabei erwischt, wir haben den Genfersee. Until I read chapter 8, verse 10. Ja, bis ich Offenbarung 8, Vers 10 las. What would happen to Europe if the Rhone or the Rhine River suddenly became undrinkable? Ja, was wäre in Europa los, wenn eines Tages Genfersee, der Rhein untrinkbar würden? According to a magazine called Futura Planet, ja, es gibt eine Zeitschrift, die heißt Futur de la Planète, Zukunft des Planeten. 97.5% of all water is salt water in the world. 97,5% allen Wassers auf der Erde ist Salzwasser.
That's only 2.5% of all the water of the world is drinkable. Ja, nur 2,5% des Wassers ist nicht Salzwasser, also trinkbar. And for engineers who like numbers, Und für eben die Techniker, die gern Zahlen haben, the world contains 35.2 billion cubic meters of water. ja, eine gigantische Menge. Which means nothing to me, okay? Ja, eben, absurde Zahl. 68% are found in glaciers. 68% in glaciers. 68% dieses Wassers ist in Gletschern gebunden. 30% groundwater. 30% ist Grundwasser. 1% permafrost. 1% Permafrost. And less than 1% in the atmosphere. Und weniger als 1% in der Atmosphäre. Now there's only 1% of the water of the earth is really liquid fresh water. Ja, nur 1% allen Wassers auf der Erde ist fließendes, trinkbares Wasser. It's funny, just as I'm talking about this, I'm getting thirsty. Ja. It's like I really am. It's like, oh my gosh, I'm thirsty. Ich komme Durst allein und diese Zahlen durchlesen. Is there any water left in Germany? I don't know. Haben wir You know? noch Wasser in Deutschland? So I mean, it is interesting that that's a major problem here. Ja, das ist natürlich ein gigantisches Problem, wenn And just das the passiert. heat factor, just the heat factor. Ja, und auch die Hitze, die dann dazu sich entwickelt. And this, the name of the star is wormwood. In French, it's absinthe, Ja, und der Name dieses Sterns ist Wermut. which is a vermouth. Ja, in Deutsch Wermut. Oh, ja. Ja, auf Französisch Absinthe. Absinthe, c'est vermouth en... Wermut. Vermouth. I know vermouth. My dad used to drink vermouth. Mais c'est Absinthe. Oh, I did not know that. Okay. I learn something every day, you know? Okay. So absinthe. Wow, interesting. La Okay. fée So, verte, c'est absinthe. Hein? La fée verte. ouais. Jamais Oui, ça, c'est entendu? absinthe, c'est ça, ouais, ouais. C'est absinthe. Ouais, mais ce que je savais pas, que c'était du vermouth. Mais c'est Parce que mon père, il... la c'est même marrant. chose. Ah, c'est quand même marrant, je trouve. C'est incroyable. Okay. All that to say, it's bad. It's really bad, okay? Also, es ist schlimm. Because it says that men died from the waters because they became bitter. Denn hier steht, die Menschen starben von den Wassern, denn sie waren bitter geworden. Number 4. 4. Posaune. Signs in the sky, verses 12 and 13. You want to read them? Zeichen am Himmel, die Vers 13. Just 13? 13 and 12 and 13. 12 und 13. Und der 4. Engel posaunte, und es wurden geschlagen der 3. Teil der Erde und der 3. Teil, der 3. Teil der Sonne, der 3. Teil des Mondes und der 3. Teil der Sterne, damit der 3. Teil derselben verfinstert würde und der Tag nicht schiene seinen 3. Teil und die Nacht gleicherweise. Und ich hörte einen der Adler fliegen inmitten des Himmels mit lauter Stimme sagen, wehe, 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 denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaunen der 3 Engel, die posaunen werden. This is, I mean, it's not funny, but it's almost funny here. Es ist wirklich nicht lustig, aber fast lustig. Okay, let's sum things up. We're going to make a summary. Wir fassen zusammen. 1/3 of humanity on earth has been struck and died. 1/3 der Menschheit ist geschlagen worden und gestorben. 1/3 of the sun, moon, and stars is darkened. 1/3 von Sonne, Mond und Sternen verfinstert. 1/3 of the sun's energy has disappeared. 1/3 der Energie der Sonne verschwunden. It's looking pretty bad. Ja, das sieht schlecht aus. This is what verse 12 says, right? The 4th angel said 1/3 of the sun, 1/3 of the moon, and 1/3 of the stars Ja. were smitten. Ja, Vers 12 sagt, 1/3 Teil von Sonne, Mond und Sterne wurde geschlagen. So, I mean, wow, what does that mean? It's like you look up there and there's like less stars, but can you really tell? That's what it says. Ja, There are less stars. wie das dann aussehen wird, man schaut zum Himmel, 1/3 der Sterne nicht mehr da, But oder was auch. a third of the sun, Aber 1/3 der Sonne, I mean, what is that going to do for like world heat problems? ja, denken wir, was das bedeutet für die Erwärmung der Erde. There will be no more réchauffement climatique. Ja, dann gibt es keine Klimakonferenzen mehr. No, that's finished after 1/3 of the sun. Ja, das ist dann vorbei. And then the stars, 1/3 of the stars, sun and moon, and a third of the moon was smitten also. Ja, und 1/3 auch des Mondes So scheint the nicht mehr. planetary temperatures now will change drastically. Ja, die Temperatur auf dem Planeten wird drastisch sich verändern. The growth on agriculture will change drastically. Und auch was die Landwirtschaft zu produzieren vermag, wird dramatisch abnehmen. And then verse 13 shows up. Und dann der Vers 13.
And I looked and I heard an eagle flying in the mid-heaven. And he said with a loud voice, woe, woe, woe to those who dwell on the earth because of the remaining blast of the trumpet of the three angels that are about to sound. Ja, jetzt kommen diese drei Wehe, 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 denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune der drei Engel, die Posaunen werden. So after all we've seen already, Nach all dem, was wir schon gesehen haben, in verse 13, the angel says, get ready because you haven't seen anything yet. da sagt der Engel gewissermaßen, ihr habt noch gar nichts gesehen. I mean, whoa, 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 3 times. Wehe, 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 dreimal. Almost in opposition with holy, holy, holy. Whoa, Ja. whoa, whoa. Ein Kontrast zu diesem dreimal, heilig, 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 jetzt wehe, wehe, wehe. So apparently, the next trumpets will be even worse. Das heißt, dass die jetzt noch kommenden Posaunen noch Schlimmeres bringen. So let's just stop right here for a second and give a couple of applications. Ja, wir machen hier eine Reihe von Anwendungen. Is this going to happen or not, do you think? Wird das passieren oder nicht? Was meint ihr? I was talking to a young man just earlier, Ja, and, ich sprach mit einem jungen Mann eben. I remember thinking this. Und ich weiß, wie ich noch Folgendes dachte. The Old Testament prophets, when they were thinking of the coming Messiah, Die alttestamentlichen Propheten, als sie vom Messias und seinem Kommen sprachen, they had the hundreds of prophecies about the Messiah. Isaiah 53, ja, da waren hunderte von Weissagungen über das Kommen des Messias, Jesaja 53, Psalm 22, Zechariah 12 Psalm and 14, 22, Sacharja 12 und 14, Micah 5:1, all those prophecies that we know Micha so well. Kapitel 5 und all diese Weissagungen. And some of them wondered, wow, are we going to understand this? Does this make sense? Is this really going to be the Ja, und Messiah? einige fragen sich, ja, damals schon, ja, wenn wir das alles verstehen und wenn wir das dann alles miteinander verbinden können, der Messias, wenn er kommt. Some rejected it. No, there's just no way it's going to be like this. And others said, yes, it's going to be like this. Andere sagen, nein, nein, das wird anders, dann wird so und so sein. Andere hatten wieder ihre Vorstellungen. And finally, when Jesus was born, Herod was worried about the 3 kings that came to Jerusalem. Und als Jesus geboren wurde und dann diese Weisen dann nach Jerusalem kamen, Because they were announcing a king is born. denn sie fragten, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? And so Herod called the Jews, right in Matthew 2. Ja, und dann Matthäus Kapitel 2, dort steht, Herodes rief die jüdischen Schriftgelehrten. And he said, tell me, where is your Messiah supposed to be born? Ja, sag mir, wo soll der Messias geboren werden? Micah 5:1. Micha Kapitel 5, Vers 1. Bethlehem. Bethlehem. I mean, they nailed it right there. Ja, sie haben es genau den Nagel auf den Kopf getroffen. And every single prophecy of the first coming of Jesus happened exactly the way Ja. the Bible says it was Und going to happen. jede Weissagung über das erste Kommen Christi hat sich genauso erfüllt wie angekündigt. So Jesus came. Jesus kam. We look back and we go, wow, it's obvious it's the prophecies of Jesus. Ja, Jesus ist gekommen und wir können zurückschauen und sagen, es ist ja offenkundig, was die Propheten ankündigten, hat sich genauso erfüllt. Oh, but now there's all these prophecies about the return of Jesus. Aber jetzt haben wir all diese Weissagungen über das zweite Kommen Christi. Oh, there's supposed to be a tribulation period before. Ah, da muss eine Zeit der Drangsal sein, bevor er kommt. And God's going to judge the world, really? Und Gott wird die Welt richten, tatsächlich. I don't know if I can really believe this. Ich weiß nicht, ob ihr das glaubt. Stop and think. Ja, denk mal darüber nach. Jesus came the first time and he's going to come a second time. Jesus kam zum ersten Mal, er wird zum zweiten Mal kommen. If all the prophecies of the first coming happened exactly the way they were supposed to happen, Wenn alle Weissagungen zu seinem ersten Kommen sich genauso erfüllten, what is the probability wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, that the prophecies about his second coming dass die Weissagungen über sein zweites Kommen, will happen exactly the way they are written? dass sie genauso in Erfüllung gehen wie angekündigt? See, that's why I base my life on the reality of this stuff. Ja, und darum, ich setze mein Leben darauf, über die Wahrhaftigkeit dieser Dinge, die hier geschrieben Even stehen. though I'm like you, I read this, I'm going, whoa, this is like crazy. Obwohl, wenn ich es lese, dann denke ich, ist denn das möglich? Das ist ja verrückt. God keeps his promises. Gott hält seine Verheißungen. I have a hand. Ja, da hat jemand eine Frage. Also, wie geht man um jedes Mal mit einem Drittel? Ist das nicht symbolisch zu erklären?
Bitte? Also die Drittel, Ja. also es gibt in aller Texte ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Ja. Ist das nicht so wie die Zahl 7, dass man das symbolisch... Aha. The question is, those thirds which occur in the trumpets, are they to be seen in a literal sense, or are they to see symbolically, like other figures? Yeah. Okay, well, that's interesting. Eine interessante Frage. Let me answer this way. Ja, ich versuche es so zu beantworten. Dr. Thomas was a professor in America, and he came up with this answer. Ja, Dr. Thomas, ein Theologe in Amerika, hat folgende Antwort dazu gegeben. Especially over the question of the 1000 year of the millennium. Ja, besonders dort, wo es um die 1000 Jahre des tausendjährigen Reiches geht. I'm going to talk about this again later on, okay? Ja, wir werden später noch darauf zu sprechen kommen. But he says, every number in Revelation, Ja, jede Zahl im Buch der Offenbarung can be taken literally. There's no reason you cannot take it literally. kann wörtlich genommen werden. Es gibt keinen Grund, sie nicht wörtlich zu verstehen. And he gives a whole bunch of examples. Und er hat eine große Anzahl von Beispielen And I'll gebracht. show you those when we get to the millennium, Ja, okay? und ich werde diese Beispiele dann bringen. And for example, 24 elders. Are there 24 elders? 24 Älteste, sind es 24? Or are there 55? Oder sind es 55? You know, are there I mean, all the numbers, I'll go through those, and he says there's no reason to conclude that they're symbolic unless there's a real reason to conclude Ja, they're symbolic. er sagt, wir haben keine Ursache, die als symbolisch anzusehen, diese Zahlangaben, es sei denn, dass es offenkundig so gemeint sein muss. And so that's the way I approach Revelation. Ja, so gehe ich an diese Frage heran. But, well, can we deal that maybe a little later? Ja, wir kommen später darauf zurück.